Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vor kurzem kassierten die USA ein venezuelanisches Flugzeug ein. Der Grund? Der Verkauf des iranischen Jets von Mahan Air an Etamsur, eine venezuelanische Frachtfluggesellschaft, war nicht genehmigt. Weitere Einzelheiten in diesem Video. Sowohl der Iran als auch Venezuela sind Staaten, die weitgehend von der internationalen Gemeinschaft isoliert sind und unter strikten Sanktionen der USA stehen. Trotz ihrer großen geografischen Distanz arbeiten sie seit vielen Jahren eng zusammen. Diese Kooperation erstreckt sich auch auf die Luftfahrt. Zum Beispiel fliegt die nationale Fluggesellschaft Venezuelas Conviasa mit ihrem Airbus A340 nach Teheran. Um ihre Flotte zu erweitern, hat sich die Airline ebenfalls mehrfach schon Flugzeuge aus dem Iran beschafft. Wie auch bei diesem Verkauf einer Boeing 747-300 von Mahan Air an Etamsur Cargo, ein Tochterunternehmen von Conviasa. Der Retro-Jumbo wurde im Januar 1986 an den Erstkunden UTA ausgeliefert. Zwischenzeitlich flog das Flugzeug für Air France, bis es 2007 an Mahan Air ging. Zuerst flog die 747 beispielsweise nach Belgrad, Mexico City, Moskau und Teheran. Dabei fiel auf, dass der Transponder des Flugzeugs wiederholt zwischenzeitlich ausgeschaltet wurde. Mitte 2022 landete die Boeing 747 in Córdoba, Buenos Aires. Die Absicht war, dass sie noch am gleichen Tag in Richtung Caracas abheben sollte. Allerdings verweigerte Uruguay der Boeing 747 mit dem Kennzeichen YV3531 den Überflug. Somit musste sie zum Aeropuerto Buenos Aires Ezeiza zurückkehren. Dort wurde der Jumbojet von den argentinischen Behörden genau unter die Lupe genommen. Bei der Fracht handelte es sich, zwar wie aus dem Frachtbrief angegeben, um Autoteile, aber bei der Besatzung wurden die Beamten fündig. An Bord der 747 befanden sich 19 Personen, was durchaus viel für eine Frachtmaschine ist, darunter 14 Venezuelaner und 5 Iraner. Die Iraner waren nicht auf der Passagierliste vermerkt. Zudem haben sie laut dem argentinischen Geheimdienst Verbindung zur QUDS-Einheit, eine Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarde für Auslandseinsätze. Die 747 stand vom 8. Juni 2022 bis zum 12. Februar 2024 in Buenos Aires. Aufgrund sekundärer Sanktionen wollte kein Unternehmen den Jet betanken, aus Angst vor Folgen für Geschäfte mit den USA. Anfang dieses Jahres wurde klar, dass Argentinien den Jumbojet an die USA übergibt. Der Verkauf der 747 am Entresto verstieß gegen die US-Ausfuhrkontrollgesetze. Zudem soll das Flugzeug genutzt worden sein, um mehrere Terroranschläge weltweit logistisch zu unterstützen, argumentierten die USA. Entsprechend verbittert zeigten sich venezuelanische Regierungsvertreter nun über den fatalen Schlussakt des Politdramas, der zugleich das Ende der YV3531 bedeutet. So überführten die US-Behörden die 747 am 12. Februar nach Florida zum Dade Collier Training and Transition Airport. Dort wurde die eine der 2 letzten aktiven 747-300 verschrottet.